dann schon so gewisse Autos, F40, Carrera GT, hast du schon noch mal deutlich mehr Respekt. Und auf dem Level würde ich ihn auch sehen. So Leute, ich habe mit dem Markus Esser einen kleinen Deal gemacht, denn im letzten Video habe ich ja hier den schönen Schlüssel vom schönen Regera ja mit eingepackt. Und ich habe ihn jetzt nur wieder rausgerückt, dass wir nämlich heute ein Auto fahren dürfen. Und dementsprechend, Leute, heute ist es soweit. Heute fahren wir zum ersten Mal einen Koenigsegg. Wir haben Markus selbstverständlich wieder mit dabei. Hi, Denn hi. wir werden gemeinsam fahren. Und ja, Markus, welchen Koenigsegg dürfen wir denn heute fahren? Ja, such dir einen aus. Ich darf mir einen aussuchen auch noch. Nein, wir fahren den CCX Edition. Kommt mal mit rüber. CCX Edition, das ist der hier mit dem kompletten Vollcarbon. Genau. Das Auto ist aus 2008, hat den 4,9 Liter V8. In dem Fall mit 900 PS Leistung auf Normalband, also Super Plus. Alles an dem Auto, was du siehst, ist Sichtcarbon. Und in der Edition gibt es nur 6 Stück. 6 Stück. 6 Stück. Und das hier ist einer von 2 CCX. Die anderen sind CCXRs. Ach krass. Also Okay, was super selten ist. verrückt. Also dementsprechend, ja, 6 Stück. Ich glaube, wir müssen da heute ein bisschen aufpassen. Oder? Würde ich schon sagen, oder? Ja, wäre ganz nett, wenn wir da aufpassen. Ah. Wir haben ja, Handschaltung. genau, ist ein 6-Gang-Handschalter. Auch noch handgerissene. Jawohl, Jetzt wird es noch interessanter. genau, müssen wir arbeiten. Super geiles Wetter draußen, Ja. ist ein Targa. Die Frage stellt sich, offen fahren oder geschlossen? Robert, was meinst du? Ja, wir wollen ja schön braun werden, oder? Schon, oder? Ja. Ja, dann fahren wir auf jeden Fall offen. Okay, dann würde ich sagen, sollen wir das Dach eben zusammen abnehmen? Ja, gerne. Und das kann man dann vorne reinmachen, oder? Genau, das geht vorne rein. Ich zeige das jetzt mal. Wir können hier also die Haube entriegeln. Sieht man direkt, fährt die Scheibe ein Stück runter, damit das hier nachher nicht kollidiert. Aha. So, dann ist die Entriegelung hier auf der rechten Seite. Hebt das ganze Teil, das geht mit den Lampen, mit allem hoch. Ach, krass. Das ist alles ein Bauteil, das wurde in einem Autoklav gebacken. Schau mal, jetzt muss man wieder überlegen. 2008 Baujahr. Das ist wieder hier Koenigsegg-Arbeit. Geil. Mega. Genau, jetzt machen wir hier die Abdeckung auf, haben dann hier drin den Hook, also den Haken, Ja. dann Tire Pressure, eine Lampe und das hier ist das Werkzeug, was wir brauchen für die Verdecköffnung. Das sind 5 Schrauben im Innenraum. Ach, krass. Okay, können dann das- musst du das können das- aufschrauben. Genau, ich zeige das jetzt mal. Gehen wir hier rein. Robert, ich glaube, da wären wir schon längst wieder überfordert jetzt. Ja, Ja, definitiv. Nein, das ist vollkommen easy. Das sind 5 Schräubchen, ist kein Hexen. man muss es halt wissen. Man muss es einmal gemacht haben. Genau. Okay, jetzt hier mit Allein dem schau dir das mal Werkzeug an, rein. diese Einstiegsleiste hier. Zack. Wie Lenkrad schön in Carbon. Geil. Rote Sitze. Das ist halt schon geil bei den ganz Koenigsegg-Modellen, dass du das Dach auch wirklich aufmachen kannst. Das ist auch das Geile nämlich beim 918er, da können wir auch einfach das Dach aufmachen. Ich finde, das hat schon was. Also vor allem wie bei so einem Wetter wie heute, dass du halt offen fahren kannst. Ah, okay, jetzt das sieht schon mal danach echt gut aus. So, jetzt ist das los und jetzt können wir das, starke Männer heben das alleine ab, können wir auch machen, aber wir machen das jetzt einfach mal zusammen Ja. und gehen dann, würde ich sagen, nach hinten weg. Du kannst das so, mit einer Hand kann man das so Krass. anheben. Ja, ist easy. Komm so rum zu dir, genau. Jetzt kannst du es mir mal alleine geben, dann sieht man, dass das wirklich kein Hexenwerk ist das ist. ist schon geil. Genau, und dann kannst du die Entwässerung, den Entwässerungsschlauch und den Lüftungsschlauch einmal abziehen. Einfach hier so. Genau, nach okay. hinten rein. Genau, super. Und Auch- jetzt kann man das, genau, Auch clever gemacht, weil jetzt fährst du offen, jetzt brauchst du natürlich nicht die Lüftung. genau. Und es wird auch jetzt gerade nicht regnen. Ne? So, dann nimmt man das so und führt das dann ganz langsam und vorsichtig hier rein. Krass. So. Das sind jetzt die Schläuche, ne, die ihren Weg suchen. Ja, die sich so anhören. So. Und jetzt ist das Dach verstaut. Jetzt Verrückt. machen wir die Haube zu und können losfahren. Verrückt. Mega. Sehr geil. Allerdings ein Part, Robert, möchte ich mir noch anschauen. Hinten, das Heck nochmal. Spoiler hinten drauf. Ja. Schon geil. In den kompletten Carbon. Mega. Weißt du was ich vorschlagen würde? Wir zwei, wir bleiben jetzt hinten stehen. Und vielleicht können wir ihn jetzt direkt anmachen. Ja, Oder? können wir. Perfekt.
Wir starten jetzt hier den Königseck und das ist auch gar nicht so ohne, den hier nämlich zu starten. Der Markus, der zeigt uns das nämlich mal. Genau, also erstmal muss man den Immobilizer drücken. Dann weckt man das Auto erstmal auf. Dann den Center-Button, diesen Königseck-Button mit der Ignition. So schaltet man die Zündung ein. Und dann wieder den Center-Button und dann den Starter. Geil. Da ist er wieder am Start, der schöne V8-Kompressor. Geiles Ding. Dann geht's los. Wir sind jetzt schon mal draußen, ne? Markus kommt jetzt hier daher. Jetzt bin ich mal gespannt, wie jetzt hier Königseck, wie der jetzt gleich hier in der Sonne dastehen wird mit dem Vollcarbon. So Leute, ready? Oh ja. Oh ja. Das ist aber mal richtig sexy. Was ein geiles Teil. So. Würde ich sagen, Leute, wir steigen ein und dann fahren wir los. Auf geht's. So, dann schnallen wir uns als erstes mal an. Jetzt musst du mir das hier noch mal zeigen, Jawohl. wie das hier mit der Startfunktion geht. Ich stelle auch gerade hier eins fest, die Yeezys sind definitiv nicht für einen Königseck gemacht, aber sollte man schon hinbekommen. Also, jetzt Aber von der Sitzposition passt? ja, oder? sonst sitze ich eigentlich echt entspannt. Gut. Also, Dann immer mit 2 Fingern. Also dieser Center-Button ist halt Ja. quasi der Aktivierungsbutton und dann drückt man dann den zweiten den hält, mit man dazu. Genau, den hält man einfach und jetzt genau, den zweiten dazu, lässt dann wieder alles jetzt los. lasse ich wieder los. Genau, jetzt fährt er alles hoch. Okay. Und dann den Center-Button und die Zündung. Ah, wir haben jetzt ja wieder mehr als 45 Sekunden gewartet. Ja. Jetzt müssen wir erst wieder Ah. den Immobilizer aktivieren. So. Okay. Jetzt haben wir wieder 45 Sekunden Zeit für den Start. Ah, okay, Ne? jetzt können wir. Damit das gute Stück auch nicht... Ah, stand's auch. Gas. Genau, und jetzt, das ist jetzt der, was ich gerade eben Das meinte ist mit jetzt dem... der Rückwärtsgang, Genau, weil die so eng zusammenliegen. genau. Krass, okay. Ja, das ist er, genau. Jetzt hat. Ja, dann schauen wir mal. Ich merke schon, die Schuhe, das könnte interessant werden. So. Schon geil, hier jetzt Handschaltung zu haben. Ja, back to the roots. War das schon? Boah. Vor allem muss man sich halt mal überlegen, ne? Handschaltung, 900 PS am Start. Das erste Mal in einem Königseck jetzt. Cool, Hier mal zu fahren. Das bei dem Wetter immer herrlich. Was halt verrückt ist, hier wie weit die Scheibe nach vorne geht und das hier alles komplett offen ist. Du merkst halt direkt schon auf den ersten Metern, wie radikal das Ganze ist. Ja, Wenn man das jetzt hier mit dem Jesko vergleicht, ja. von der Leistung her, ist dann wirklich, wo du sagst, Jesko so viel krasser? Ja, kannst du nicht mehr vergleichen. Also vor allen Dingen die fehlende Zugkraftunterbrechung von den Schaltvorgängen, die wir jetzt hier haben, Ja. wo das Lightspeed-Getriebe innerhalb von Millisekunden die Gänge wechselt. Und dann halt die zusätzliche Leistung, also nochmal im Zweifel nochmal 700 PS mehr. Krass. Bei etwa gleichem Gewicht, dann kannst du dir vorstellen, was dann da abgeht. Ne? Ja klar, schon verrückt. Und Jesko ist ja das Coole, der hat ja 9 Gänge und gefühlt 7 Kupplungen. Das Ja. heißt, der kann von jedem Gang in jeden Gang Krass. in der gleichen Geschwindigkeit schalten Ja. wie vom 2. in den 3. oder vom Krass. 3. in den 4. Schaltet der vom 9. in den 2. in der gleichen Zeit. Das muss man sich vorstellen, was das für einen Punch gibt. Verrückt. Es ist nur ganz leichtes Gas angetippt, Ja, was du schon merkst, was da los ist. Verrückt. Du merkst halt, klar, 2008 Baujahr hier Innenraum, kannst natürlich nicht viel erwarten, wenn du schaust mit den neuen Königseck-Modellen, was du halt natürlich da wirklich an Technik im Innenraum verbaut hast. Das ist halt schon krass. ja, du merkst einfach die Evolution über die Jahre. Ne? Ja. Das, Aber trotzdem, 2008. das hier ist halt alles so gleich geblieben. Weißt nur halt dann eben natürlich
mit der ganzen aufs neuen nächste Level. Technologie. Genau. Genau. Aber das hier ist auch total durchdesignt und ist auch alles aus einem Aluminiumstück Ja. gefräst. Das ist kein Plastik, was man hier sieht. Ne? Ja. Das ist komplett gefräst, ne? Ja, Krass. Ja, und es ist ja so, ein Königseck ist ja natürlich sehr dafür gemacht für Autobahn. ja. Ich habe gehört, wir dürfen jetzt auch gleich ein bisschen auf die Autobahn fahren. Ja, wir haben hier vorne eine, ja genau, ja. Da können wir mal drauf Dann gehen. schauen wir mal, oder? Was da dann so geht. Genau. Offen ist halt schon krass. Aber ich meine, es ist ja wirklich eigentlich hier jetzt mal einfach so das erste Gefühl zu bekommen, wie ist es, in so einem Königseck zu fahren. Vor allem in einer der ersten Modelle, muss man ja dazu sagen. Ja. Aber so ist schon krass auf den ersten Metern. Das ist schon vom Feeling her schon echt geil. Was halt natürlich merkst, wie breit er auch wirklich ist. Also dieses Bullige auch, was im Innenraum dann weitergeht, ist schon krass. Dann haben wir die Traktionskontrolle noch, die können wir einstellen, ne? Ach so, okay. Und Ja, auch aber ausschalten. Aber wir lassen die jetzt mal die komplett lassen wir an. besser an, weil Ja. mit der Leistung, boah, Ja, muss man sich dran gewöhnen, also da hast dann du, geht das. also es gibt wenige Autos bei mir, wo du wirklich so einen Respekt hast, aber hier jetzt in dem Auto, sage ich dir ganz ehrlich, mit der Handschaltung und mit der Leistung, boah, da ist schon richtig Respekt da. Also das ist so kann ein nie bisschen, schaden. das ist, ja klar, natürlich, bei jedem Auto hast du Respekt, aber es gibt dann schon so gewisse Autos, F40, Carrera GT, da hast du schon noch mal deutlich mehr Respekt. Und auf dem Level würde ich ihn auch Und sehen. genau. Genau bei den beiden, ne? Aber hier Kupplung, Bremse, Gas, das ist schon sehr eng beieinander wie beim F40. Also es ist schon so ein bisschen, kommen schon so ein bisschen F40-Feelings auf, sage ich dir ganz ehrlich. Finde ich nicht schlecht. Ja, ist mega. So, schauen wir mal. Je nachdem, wie die Autobahn frei ist, können wir natürlich da mal ein bisschen Gas geben, um hier mal wirklich die Power, die 900 PS, was da so vorwärts geht. Okay, da merkst du dann, wenn dann der Kompressor kommt, alter Schwede. Und da merkst du dann, bei 5000 Touren, da kommt dann erst die Leistung. Da geht's erst los. Da geht's Da hast erst. du gerade geschaltet. Ja, da habe ich nämlich gerade geschalten, deswegen. Genau, da geht's richtig los. Alter Schwede. So, schauen wir mal hier drin ausgehen. Alter! Was das total. Also ich weiß nicht, ob man es noch hören kann, aber das Gefühl hier gerade, Alter, ist das krass. Geil, ne? Boah. Aber hier aus dem Vierten raus. Jetzt kommt die Leistung, jetzt. Alter. Bei 14. Bremse ist auch richtig krass. Bremse ist mega. Bremse ist mega. Die ist Das super. Es ist nur angetippt. Und du kannst das Lenkrad im Prinzip loslassen. Der zieht kerzengerade Krass. seine Bahn. Das ist mega. Krass. Super stabil. Alter! Die Power runter! Aber Schaltung eigentlich echt angenehm. Relativ kurze Schaltwege. Ja, genau. Ja. Schön präzise. Ja. Finde ich, kann man sehr gut, Ja, kann man echt. sehr gut handschalten. Echt gutes Feedback von der Lenkung her. Schön straff das Ganze. Das ist auch geil, dass du auch wirklich ein gutes Feedback bekommst, weil es oftmals das Problem, dass die Lenkung halt zu weich ist. Ja. Und hier ist er halt wirklich schön hart. Es ist wirklich so, du gehst auf die 4,5 hin und du denkst dir so, soll ich jetzt auf dem Gas bleiben oder nicht? Weil dann brauchst du wirklich Eier. Ja. Wenn er einmal kurz durch. Alter. Dieser Sound
Sound ist einfach, da kannst du nicht genug davon bekommen. Ja, ist Einfach echt dieses Suchtpotenzial. Das ist brutal. Es ist halt ein Sound, den hast du halt nirgendwo Hast anders. du nirgendwo, ne? Nirgendwo. Ja. Aber das ist schon echt heftig. Ja, also das war jetzt erste Erfahrung für mich Koenigsegg fahren. Und Ja, ich denke, war doch ganz positiv, oder? ich meine, wir haben ja jetzt wir haben uns jetzt nur rangetastet. Also Ja. ich meine, man merkt halt erstmal, wie viel Potenzial da dahinter ist. Ja. Wir sind jetzt einmal kurz knapp auf 270 hochbeschleunigt, wo komplett freie Bahn gewesen ist. Und schneller wollte ich auch überhaupt nicht. Weil das ist schon, man das muss ist sich schon auch an wirklich alles eine gewöhnen. ultimative Waffe, wenn man sich mal überlegt, dass der hier halt einfach über 400 km/h läuft. Ja. Das ist halt schon wirklich das Faszinierende. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass das Ding sich auch so entspannt fahren lassen würde. Ja, Also ne? du sitzt total entspannt hier drinnen. Also echt, Markus, vielen Dank für die Erfahrung. Danke dir. Hat wirklich mega Spaß gemacht. Ja, Ich würd sehr sagen, gerne. Komm, wir haben hier so eine kleine Unterführung. Da können wir jetzt nochmal in den Ja. zweiten Gang unterschalten. Und dann, Leute, sind wir raus. Das ist nur geil. Das könnte ich von morgens bis abends machen. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up, I'm just doing me, everything is